Dass Sammeln eine Kunst ist, wissen wir bei Karl und Faber. Eine Sammlung anzulegen, das ist wie ein Gemälde malen. Aber manchmal sind nicht nur Sammler Künstler, manchmal sind auch Künstler Sammler. In dieser Saison haben wir 2 Arbeiten von Hans Purrmann, dem großen Koloristen der Moderne, der angeblich noch auf dem Sterbebett gesagt haben soll, portami i colori, und der in seinen Arbeiten immer wieder über Jahrzehnte hinweg das Stillleben ergründet hat. Und Hans Purrmann, der war nicht nur, das sehen Sie hinter mir schon, ein begnadeter Maler, er war auch Sammler. In Hans Purrmanns Bildern finden wir immer wieder Hinweise dafür. Wir haben zum Beispiel hier mit dieser Arbeit von 1926 ein sehr großes, sehr schönes Stillleben mit einem wunderbar bunten Blumenstrauß. Den hat wahrscheinlich seine Frau Mathilde ein paar Minuten vorher gepflückt. Zu der Zeit funktioniert die Zusammenarbeit der beiden so, sie pflückt die Blumen, er malt sie dann. Das Ganze steht in einer schönen großen Majolika-Vase und dahinter haben wir einen Paravent mit Rocaillen, mit verschiedenen Farben und hier mit einem kleinen Detail, was ich ganz spannend finde, mit einem kleinen Vogel, vielleicht eine Taube oder ein Papagei, ein Wellensittich. Und Hans Purrmann, der zeigt uns hier nicht nur, dass er ein großartiger Kolorist ist, er zeigt uns auch, dass er das Spiel mit Bild und Abbild versteht. Denn man kann nicht so ganz sicher sein, sitzt dieser Vogel jetzt auf dem Paravent, also ist er mitgemalt, ist er Teil des Paraventstoffes, oder sitzt dieser Vogel in dieser Rocaille und fängt gleich an, das Blumenstillleben auseinander zu pflücken. In den 1930er Jahren wird Hans Purrmann, man könnte Marlene Dietrich zitieren, aus Anstand Antifaschist. Er hilft zum Beispiel seinem Künstlerkollegen Heine und geht dann später an die Villa Romana in Italien, wo er zusammen mit seiner Frau ein Kulturzentrum errichtet, solange es geht, bis eben auch in Italien die Faschisten an die Macht kommen. Und wir haben Berichte aus der Zeit, wo Kollegen und Freundinnen ihn besuchen und erzählen, dass die Wohnräume der Purrmanns eine Wunderkammer gewesen sein müssen. Es ist voll mit Majolika-Vasen. Dieser Paravent, den wir hier sehen, den findet man in der Wohnung wieder. Mit Ausgrabungsgegenständen, mit Barockskulpturen, mit gotischen Madonnen. Also es muss wirklich die ganze Welt zusammengesammelt worden sein. Denn Hans Purrmann, der schreibt sich eben nicht nur in die Tradition der Stilllebenmaler ein, also die seit der frühen Neuzeit die Natur abbilden und dabei Preziosen abbilden, sondern er zeigt eben auch, dass er einer der Literati ist, einer der klugen Männer, die die Welt sammeln, die die Welt verstehen, indem sie wortwörtlich begreifen. Wir haben ein zweites Werk diese Saison, wieder ein Stillleben, wieder von Hans Purrmann. Wir sind am Ende der 1940er Jahre. Purrmann wohnt nicht mehr in Italien. Und wenn Sie genau hinschauen, es gibt noch eine zweite große Veränderung. Wir haben keinen opulenten Blumenstrauß mehr, wir haben einige wenige kostbare Zweige in einer Glasvase. Denn die künstlerische Kollaboration zwischen Hans Purrmann und seiner Frau ist beendet. Die Frau ist leider gestorben. Und so gibt es diese exaltierte Buntheit nicht mehr. Es gibt nur noch einiges weniges Reduziertes. Ansonsten ist der Bildaufbau relativ ähnlich. Wir haben das Arrangement der Natur und dahinter haben wir einen Teil der Sammlung von Hans Purrmann. Genauso wie wir den Paravent immer wieder finden im Œuvre von Hans Purrmann, so finden wir auch das hier immer wieder, ein kleines Antikenfragment, das zuletzt 2021 auch ausgestellt wurde. Und auch hier haben wir wieder, man muss es ein bisschen subtiler darauf achten, dieses Spiel mit Bild und Abbild. Denn hinter diesem Arrangement ist ein Spiegel, ein Wandspiegel angebracht. Das heißt, das ganze Bild findet zweimal statt. Das Fragment spiegelt sich und auch dieses Blumenarrangement spiegelt sich. Das heißt, auch hier wissen wir wieder nicht so genau, was ist der Zweig und was ist nur der gespiegelte Zweig. Auch hier wieder, es ist alles gemalt, aber was ist Bild und was ist Abbild von Bild. Das heißt, wir bieten diese Saison 2 Arbeiten von einem fantastischen Künstler an, der ein großartiger Kolorist ist, ein begnadeter Stilllebenmaler, ein Künstler, der weiß, wie er sich in die Kunstgeschichte einschreibt, und ein Mann, der uns immer wieder vorführt, dass man nicht unbedingt allem glauben sollte, was man sieht.